Ja, hallo, willkommen zum Game Lookout Juni. Let's go! This is our destiny. My secret art! Shoryuken! Street Fighter 6. Street Fighter 6 ist das neueste Spiel der legendären Kampfspielreihe von Capcom, das für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series und PC erscheint. Das Spiel bietet eine Reihe von neuen Features und Modi, die sowohl für EinsteigerInnen als auch für VeteranInnen interessant sind. Ein neues Feature ist der Avatar-Battle-Modus, der es den SpielerInnen ermöglicht, ihre eigenen Avatare zu erstellen und online gegen andere SpielerInnen zu kämpfen. Die Avatare können mit verschiedenen Outfits, Accessoires und Fähigkeiten ausgestattet werden, die im Spiel freigeschaltet oder gekauft werden können. Der Avatar-Battle-Modus bietet eine neue Art des Online-Spielens, bei der die SpielerInnen ihren eigenen Stil und ihre eigene Persönlichkeit ausdrücken können. Neben den neuen Features bietet Street Fighter 6 auch einen spannenden Story-Modus, der die Ereignisse nach Street Fighter 5 erzählt. Die Story dreht sich um die mysteriöse Organisation Eclipse, die versucht, die Welt mit einer dunklen Macht zu übernehmen. Die SpielerInnen können die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven erleben und mehr über die Hintergründe und Motive der Charaktere erfahren. Der Story-Modus ist vollgepackt mit spektakulären Zwischensequenzen und epischen Kämpfen. Street Fighter 6 ist ein Spiel, das sowohl Fans als auch Neulinge begeistern könnte. Mit seinen neuen Features und Modi bietet es eine frische und innovative Erfahrung im Kampfspielgenre. Das Spiel wird am 2.6. veröffentlicht und kann jetzt vorbestellt werden. Für alle, die einmal reinschnuppern wollen, gibt es auch eine kostenlose Demo-Version für die PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series X und S sowie Steam. 転がす巻き込む大きくする転がすほどにもっと好きみんな大好き塊魂アンコールプラス王様プチメモリー We Love Katamari Reroll plus Royal Reverie ist die neueste Neuauflage des beliebten Rollspiels. Katamari hat eine längere Geschichte hinter sich. Die originalen Teile erschienen noch auf der PlayStation 2 und PSP, während es danach viele Ports und Neuveröffentlichungen der Originale gab. Bei We Love Katamari Reroll plus Royal Reverie handelt es sich um ein Remake des originalen We Love Katamari von 2005. In diesem Spiel muss man als der Prinz des Kosmos oder einer seiner Cousins verschiedene Objekte auf der Erde aufrollen, um seinem Vater, dem König des Kosmos, zu gefallen. Dabei erlebt man viele lustige und skurrile Situationen, wie zum Beispiel die abgedrehten Story-Sequenzen. Es hat einen sehr speziellen japanischen Humor, der aber sehr viel Spaß machen kann. We Love Katamari Reroll plus Royal Reverie bietet euch nicht nur die Möglichkeit, das originale Spiel in HD-Grafik zu genießen, sondern auch einige neue Features und Inhalte. Zum Beispiel gibt es einen neuen Modus namens Royal Reverie, in dem ihr eure eigenen Level erstellen und mit anderen Spielern teilen könnt. Oder den neuen zusätzlichen Story-Inhalt Vergangenheitsbogen, in dem man entdeckt, wie das Leben unterm großen König war. Sie kommt mit neuen, verrückten Levels und Missionen. Außerdem gibt es neue Kostüme für die Charaktere, neue Musikstücke und neue Zwischensequenzen. Natürlich kann das Spiel auch im lokalen oder Online-Koop-Modus mit einer zusätzlichen Person gespielt werden. We Love Katamari Reroll plus Royal Reverie kommt am 2.6. auf die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und S, PC und die Nintendo Switch gerollt. Die einen lieben es, die anderen kennen nur Skyrim. Fakt ist aber, dass die Elder Scrolls eine unfassbar große Fanbase aufweist. Fans freuen sich schon viele Jahre vor Release auf einen neuen Teil oder machen sich über den nächsten Port von Skyrim lustig. Von Bethesda bekommen wir dieses Mal leider keinen neuen Teil, der braucht noch einige Jahre in der Küche.
Jedoch ein heiß erwartetes DLC für The Elder Scrolls Online. Das DLC führt dieses Mal unsere HeldInnen tief in die Stadt der Toten, in welcher man dem Daedair-Fürsten Hermaios Moran dabei helfen muss, uraltes Wissen zu finden. Um dies zu bewerkstelligen, wechselt man zwischen den verschiedenen Realitäten. Mit der Erweiterung erwarten einen 2 neue Gebiete, eine neue Klasse, den Arkanisten, und ein neuer Storystrang, der ungefähr 30 Stunden umfasst. Die 2 neuen Gebiete sind die Telvanni-Halbinsel an der Ostküste von Morrowind und die Apokrypha, ein Gebiet im Reich des Vergessens. Beide werden zusammen mit der Erweiterung veröffentlicht, die nach der Hauptstadt der Halbinsel Necrom benannt wurde. Die Gebiete bringen neue Gewölbe, öffentliche Verliese und Weltbosse. Die Elder Scrolls Online Necrom erscheint am 5.6. für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series sowie PC. If we can't stop Lilith, we'll all be damned. Glad to be a little nightmare. Der wohl meist gehypteste Titel, den Blizzard jemals angekündigt hat, ist endlich vollwertig spielbar. Nach dem gigantischen Shit von Diablo Immortal, bei welchem Blizzard allen Fans mit schlechter Story, flachem Fähigkeitsbaum und respektlosen Microtransactions, welche einen Pay-to-Progress-Effekt hatten, ins Gesicht spuckten, könnte sich Blizzard mit Diablo 4 endlich mal wieder etwas Annehmbares erlauben. Die meisten Spieler sind aber zuversichtlich, da das Spiel für ein paar Tage in der Beta spielbar war und einen ordentlichen Eindruck machte. Nichtsdestotrotz sind viele Fans ein wenig verärgert, da es weiterhin einen Battle Pass und Ingame-Käufe geben wird. Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, like the Battle Pass, Battle Pass of the Battle Pass. Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass. No, that's Battle Pass. Battle Pass. Decide to vote with the shop. The shop, Shop. the shop, You shop. and the shop. The shop. Buy the Battle Pass. Shop. You can buy. The shop. Buy Battle Pass. Buy the Battle Pass. Shop. The shop is trying to show you things that you want to buy. Shop. Wirklich, Blizzard, ihr wart mal besser als das. Als eine von 5 Klassen streift man durch die große Welt Sanctuarius und bekämpft Untote und Dämonen. Die Klassen sind Diebin, Zauberin, Barbarin, Totenbeschwörerin und Druidin. All diese Klassen haben unterschiedliche Fähigkeiten, Werte und Hintergrundgeschichten. Die Story behandelt den ewigen Krieg zwischen Himmel und Hölle. Eine Dämonin namens Lilith befreite sich aus ihrem Gefängnis und kommt nach Sanctuario. Sie ist jedoch kein normaler Dämon, sondern das Kind eines Engels und einer Dämonin. Nachdem sie auf die Erde kam, standen die Toten wieder auf und die Menschen drehten durch. Unsere Aufgabe ist es nun, Lilith aufzuhalten und Sanctuario Frieden zu bringen. Anders als noch sein Vorgänger hat Diablo 4 eine offene Welt, welche frei bereist werden kann. Dazu stehen einem ein Pferd und einige auf der Map verteilte Schnellreisepunkte zur Verfügung. Das Fähigkeiten- und Levelsystem wurde im Vergleich zu seinem Vorgänger auch noch einmal überarbeitet. Fähigkeitspunkte, welche der Spieler oder die Spielerin nach einem Levelaufstieg erhält, können beliebig im Fähigkeitenbaum frei verteilt werden. Der Online-Multiplayer wird auch ganz neu in diesem Spiel implementiert. SpielerInnen können jetzt einfach auf der Map angetroffen werden und einander bei verschiedensten Raids helfen. Man kann jedoch auch einfach mit Freunden online oder per Couch-Koop Raids, Dungeons oder die Story spielen. Diablo 4 erscheint am 6.6. für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und S sowie PC. I still see it. Now everyone's dead. And someone needs to know. Das Spiel Aliens Dark Descent ist ein spannendes, taktisches Einzelspieler-Abenteuer, das auf der legendären Alien bzw. Aliens-Reihe basiert. Man übernimmt in ihm die Rolle eines Kommandanten einer Gruppe von Colonial Marines, die auf dem Planeten Leith eine neue Art von Xenomorph-Ausbruch stoppen müssen. Dabei muss man seine SoldatInnen in Echtzeit durch große offene Level führen und gegen die furchterregenden Kreaturen, aber auch gegen feindliche Agenten der skrupellosen Wayland-Yutani Corporation kämpfen. Man kann aus 5 verschiedenen Klassen für seine SoldatInnen auswählen und sie mit individuellen Fähigkeiten, Waffen, Rüstungen und Extras ausstatten. Außerdem kann man seine Basis ausbauen, um neue Technologien zu erforschen und sein Team zu verbessern. Aber seid vorsichtig, denn eure Feinde passen sich den Aktionen an und verfolgen einen gnadenlos. Und wenn einer der SoldatInnen stirbt, ist dieser für immer verloren. Es gibt nämlich ein Permadeath-Feature. Kann der Ausbruch aufgehalten werden, bevor es zu spät ist? Findet es heraus, wenn Aliens Dark Descent für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One,
Xbox Series und PC am 20.06. erscheint. The legacy of the crystals. Has shaped our history. I'll kill you. If it's the last thing I do. Final Fantasy XVI ist der neueste Teil der berühmten Rollenspielreihe von Square Enix. Das Spiel spielt in einer Welt namens Valisthea, die von riesigen Kristallen beherrscht wird. Diese Kristalle verleihen den Menschen magische Kräfte, sorgen aber auch für Konflikte und Kriege. Ihr schlüpft in die Rolle von Clive Rosefield, einem jungen Ritter, der das Schicksal der Welt in seinen Händen hält. Klingt nach einem ziemlichen Druck, oder? Aber er ist nicht allein. Clive ist der älteste Sohn des Erzherzogs von Rosaria, einem der 6 Reiche von Valisthea. Er ist ein talentierter Schwertkämpfer und besitzt die Fähigkeit, das Feuer des Phönix zu kontrollieren. Der Phönix ist einer der mächtigsten Icons der Manifestation der Kristalle. Clive hat einen jüngeren Bruder namens Joshua, der die Gabe hat, mit dem Phönix zu kommunizieren. Die beiden sind sehr eng miteinander verbunden und beschützen sich gegenseitig. Das ist schön, denn Geschwisterliebe ist wichtig, vor allem wenn man einen riesigen Feuervogel als Haustier hat. Das Spiel beginnt mit einem Angriff des Reiches Milites auf Rosaria. Milites wird von einem grausamen Kaiser regiert, der die anderen Reiche unterwerfen will. Er hat einen Icon namens Ifrit an seiner Seite, der das Feuer des Chaos entfacht. Clive muss sich dem Kampf stellen und versuchen, seinen Bruder und sein Reich zu retten. Dabei wird er mit vielen Gefahren und Geheimnissen konfrontiert, die seine Welt erschüttern werden. Final Fantasy XVI bietet ein actionorientiertes Kampfsystem, das auf den Fähigkeiten von Icons basiert. Man kann zwischen verschiedenen Waffen wechseln und mächtige Zauber wirken. Des Weiteren kann die Kontrolle über den Phönix übernommen und seine Flammen gegen seine Feinde eingesetzt werden. Das Spiel hat eine offene Welt, die frei erkundet werden kann. Man wird auf viele interessante Charaktere und Orte treffen, die einem mehr über die Geschichte und die Kultur von Valisthea erzählen. Es ist eher an europäischer Geschichte und Mythologie inspiriert. Deswegen ist Final Fantasy XVI auch das erste Final Fantasy mit einem USK 18 Rating. Wir sind uns sicher, es ermöglicht den Entwicklern, die mittelalterliche Atmosphäre in seiner ganzen Schrecklichkeit einzufangen. Demnächst schnetzelt und kämpft ihr euch durch die Welt von Valisthea, wenn Final Fantasy XVI am 22.06. für PlayStation 5 erscheint. Ghost Trick Phantom Detective war ein Spiel, das original auf dem Nintendo DS erschien. Es ist ein Mystery-Adventure-Spiel, das von Shu Takumi, dem Schöpfer der Ace Attorney-Reihe, entwickelt wurde. Das Spiel handelt von Sissel, einem Geist, der seine übernatürlichen Kräfte nutzt, um Leben zu retten und das Geheimnis hinter seinem eigenen Tod zu lüften. Das Spiel besteht aus 2 Arten von Gameplay: Rätseln und Story. In den Rätselabschnitten können die Spieler zwischen der Welt der Lebenden, in der die Zeit normal verläuft, und der Geisterwelt, in der die Zeit angehalten ist, wechseln. Die Spieler können Objekte in der Umgebung besitzen und manipulieren, um Ereignisse zu beeinflussen und Menschen vor dem Tod zu bewahren. In den Story-Abschnitten kann der Spieler mit den anderen Charakteren interagieren und Hinweise sammeln, um die Wahrheit über Sissels Vergangenheit und die Verschwörung, die ihn umgibt, zu enthüllen. Das Spiel zeichnet sich durch einen einzigartigen Grafikstil, seinen humorvollen Dialog und seine spannende Handlung aus. Die HD-Remaster-Version des Spiels bietet verbesserte Grafik und Sounds sowie neue Inhalte wie eine Galerie mit Artworks und Musik. Außerdem sind 9 Sprachen verfügbar, darunter auch endlich Deutsch. Das Spiel erscheint am 30.06. für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One.
After solving all mysteries and unraveling the truth, what else lies ahead? Master Detective Archives. Raincode. Coming spring 2023. In Master Detective Archives Raincode schlüpft in die Rolle von Yuma, einem angehenden Meisterdetektiv, der zusammen mit seiner Partnerin Shinigami, einem mysteriösen Wesen, das die Macht hat, die Wahrheit zu sehen, Fälle in einer regnerischen Stadt löst. Die Stadt wird von der Amaterasu Corporation beherrscht, die versucht, die Geheimnisse zu vertuschen, die sich hinter den Fällen verbergen. Um die Wahrheit ans Licht zu bringen, muss man nicht nur Beweise sammeln und Zeugen befragen, sondern auch das geheime Labyrinth betreten, eine surreale Welt, die sich je nach Fall verändert und voller Rätsel und Fallen ist. Dort trifft man auch auf Phantome, die einen mit Lügen und Widersprüchen konfrontieren. Um sie zu besiegen, muss man seine Lösungsklinge benutzen, um ihre Aussagen zu widerlegen. Das Spiel bietet einem auch die Möglichkeit, mit anderen Meisterdetektiven zusammenzuarbeiten, die jeweils eine besondere Fähigkeit haben, die einem bei den Ermittlungen hilft. Diese Fähigkeiten können unter bestimmten Umständen mit Yuma geteilt werden, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Master Detective Archives Raincode ist ein spannendes und fantasievolles Detektivspiel, das euch in eine Welt voller Geheimnisse und Überraschungen entführt. Wenn ihr Fans von Noir-Geschichten und kniffligen Rätseln seid, solltet ihr dieses Spiel nicht verpassen. Das Spiel erscheint am 30. Juni 2023 für die Nintendo Switch. Das waren einige interessante Spiele, die im Juni erscheinen. Wir hoffen, es ist auch etwas für euch dabei. Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten? Sollte euch gefallen, was wir hier machen, lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye!